Letzten Herbst haben wir diese über 100 Jahre alte Esche umgeschnitten und zu Brettern und Pfosten verarbeitet. Der Baum war innen schon hohl und von Jahr zu Jahr sind immer mehr Äste abgestorben und auch das Laub wurde immer weniger, weshalb wir uns dann entschlossen haben, ihn zu fällen. Dabei sind ein paar coole Aufnahmen entstanden, die ich euch heute zeigen möchte. Vorneweg noch eine kleine Warnung: Solche Baumkletterarbeiten sind nichts für Anfänger. Ich habe das schon mehrmals auf Eigenverantwortung gemacht. Die richtige Seiltechnik und Steigeisen sind dabei Voraussetzung. Man muss sich dabei selbst und seiner Ausrüstung zu 100% vertrauen. Macht das bitte nicht nach und überlasst so eine Arbeit lieber einem Fellunternehmen. Das Abtragen der Äste war notwendig, da der Baum direkt vor einem Wohnhaus steht, sowie von Straße, Strom- und Telefonleitung umgeben war. Auch das Gewächshaus und der Zaun sollten bestmöglich nicht beschädigt werden. Ohne ihn abzutragen wäre ein Fällen also nicht möglich gewesen. Ich habe die Äste dabei einzeln gesichert und sie langsam zu Boden gelassen. Nachdem die Äste aufgearbeitet waren, ging es ans Umschneiden. Das habe ich mich aber nur getraut, da wir auch mit der Seilwinde gesichert haben. Die Wurzelansätze müssen da zuerst weg, sonst habe ich mit der kleinen Säge überhaupt keine Chance. Ich habe den Baum mit der Haltebandtechnik gefällt. Dabei bleibt auf der gegenüberliegenden Seite vom Fallkerb ein sogenanntes Halteband stehen. Dann habe ich auch schon mit der Seilwinde angezogen, leider etwas zu stark, sodass das Halteband schon gebrochen ist. Deswegen habe ich leider den Fall vom Baum nicht auf Kamera, aber naja.
So ein Stamm mit 2,50 Meter Länge hat schätzungsweise an die 600 bis 700 Kilo. Ohne Winde kann man den dann nicht wegziehen. Das massive Eschenholz ist natürlich viel zu schade und viel zu wertvoll, um es zu Brennholz zu verarbeiten. Mein Papa hat sich da schon vor ein paar Jahren solch eine Blockbandsäge zugelegt, hauptsächlich um Tanne und Fichte aufzuschneiden. So einen riesigen und schweren Stamm haben wir damit aber noch nie geschnitten. Für die Säge war der eigentlich viel zu groß und das absolute Limit. Wir mussten tatsächlich ein paar Sicherungsschrauben und Anschläge bei der Säge entfernen, um sie noch höher hinaufkurbeln zu können. Den Stamm raufzurollen war echt eine richtige Herausforderung. Das Eschenholz hatte wirklich eine wunderschöne Maserung und richtige Verwachsungen. Solche Eschenpfosten in der Stärke und Breite sind beim Händler sehr schwer und wenn, dann nur sehr teuer zu bekommen. Zum grob Besäumen haben wir den Block dreimal gewendet, was auch nicht ganz einfach war. Auch dünnere Stämme und sogar Äste vom Baum haben wir aufgeschnitten. Der unterste Stamm hätte vom Durchmesser niemals auf die Säge gepasst. Den habe ich zuerst geviertelt, aber dann immer noch sehr viele, ca. 30 cm breite Pfosten bekommen. Hier seht ihr die schmalen Pfosten und das sind die breitesten, die wir herausbekommen haben. Das hier ging alles aus den Ästen und aus dem verbliebenen Stumpf heraus. Hauptsächlich ist es aber Drechselholz oder für Schneidbretter. Wir haben natürlich alles schön trocken überdacht gestapelt und mal schauen, was in 1-2 Jahren draus mal wird. Im Stamm selbst haben wir interessanterweise übrigens Styropor entdeckt. Das muss vor zig Jahren da mal irgendeiner hineingestopft haben. Der Stamm war übrigens über 100 Jahre alt. Das war's auch für heute. Ich hoffe, euch hat das kleine Unterhaltungsvideo gefallen. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr bei solchen Aktionen immer live dabei sein wollt. Und damit bis zum nächsten Mal.